Die neue Forellensaison ist da. Wir sind am Wasser unterwegs, um für euch wieder spannendes Tackle zu testen. Und eine Route, auf die ich mich die ganzen Wintermonate gefreut habe, Bob, die kommt von dir, von Adams Fly Rods. Wir kennen deine Max Evo, wir kennen deine Max Black, wir kennen deine Ecstasy. Alle Routen lieben wir, haben wir intensiv gefischt, euch vorgestellt. Und jetzt ist sie da, eine Erweiterung, wenn man so möchte, der Ecstasy-Serie, nämlich die Ecstasy Addiction. Genau, Addiction. Ich denke, viele, die die Route mal gefischt haben, werden wirklich addicted, denn sie macht süchtig mit ihrer neuen Optik natürlich, aber vor allen Dingen mit der neuen Idee im Griffkonzept. Du hast mir erklärt, beim Blank habt ihr nur marginale Änderungen vorgenommen, kleine Verbesserungen. Das betrifft vor allen Dingen die Oberfläche. Ja. Die glänzt jetzt nicht mehr, die ist matt. Ihr habt den Blank gebürstet, ohne dabei die Spiralwicklung runterzunehmen, die ja so wichtig ist, wenn es mal feucht ist. Also da keine Änderung, sogar eine Verbesserung. Eine Verbesserung, wie ich finde auch, wenn man das gesamte Line-Up sich anschaut, ist die Modellauswahl. Denn erstmals hast du auch Modelle dabei, zum Beispiel die 9.6 Fuß, die nicht mehr nur fürs Ionymphing geeignet ist, sondern als Ergänzung auch noch für andere Nymphentechniken. Ja. Also zum Beispiel eine Allrounder-Route, starken Tendenz zum Euronymphen, sagen wir. Also sehr schön zum Dry Dropper angeln oder mit Indicator Neuseeland-Style oder dann vielleicht im sehr kleinen Waldbach macht das dann auch Sinn, so eine kürzere Route zu haben. Genau, also das finde ich schön, dass du dein Line-Up da nochmal erweitert hast, eine neue Zielgruppe ansprichst, die natürlich auch gerne mit deinen Routen fischen würden. Und ansonsten hast du schon gesagt, der Blank wurde marginal angepasst, hat aber immer noch das gleiche Ecstasy-Feeling, die perfekte Kombination aus Power und Sensibilität, die wir von deinen Routen kennen. Gerne dazu vielleicht Power. Der Blank ist halt sehr, sehr dünn. Und das Gewicht des Blankes und diese Feinheit hat uns dazu, sagen wir mal, getrieben, sie als Zweier anzugeben. Wobei man wissen muss, in reinem ERN, was sozusagen eine Standardmessung ist, für eine Fliegenschnur ist es eine Dreier. Das heißt, wenn man mit Fliegenschnur fischen möchte, was auch sehr angenehm ist mit der Route, muss man eine Dreierschnur, obwohl sie als Zweier angegeben ist. Aber sie hat halt die Feinheit, die Leichtigkeit, die Sensibilität, wie andere Zweier auf dem Markt mit sich bringen. Ne? Da haben wir uns für die 2 entschieden, aber darauf sollte man nicht so sehr Acht geben. Also diese Route hat schon richtig Kraft im hinteren Teil und sehr sensibel in der Spitze, um sehr feine Tippets auch bei größeren Fischen zu schützen. Diese Route haben wir jetzt, wie gesagt, vor allem in Schnurklasse 2 und der Evergreen, die 10 Fuß, gibt es nochmal in Schnurklasse 1, um wirklich noch spezifischer auf das Äschenfischen einzugehen. Genau, und alle Routen haben gemein, und jetzt kommen wir wirklich zur optischen, aber auch technischen Besonderheit. Alle Routen haben gemein das neue Griffkonzept. Ja. Du warst ja so für mich immer der Pionier in Sachen Euronymphing. Du warst der Erste, der einen Carbon-Händel auf eine Euronymph-Route gepackt hat. Du hast die normale Ecstasy auch nochmal dabei. Also das ist der Griff, den wir über die letzten Jahre lieben gelernt haben. 5 Jahre gibt es ihn nun in dieser Form. Also wenn du dir Gedanken um ein neues Griffkonzept machst, dann muss das ja gute Gründe haben. Es soll nicht nur optisch eine Entwicklung sein, es muss einen technischen Vorteil haben, sag ich mal. Ich meine, bei uns gilt immer Design follows Function, ne? Und das gilt bei diesem Griff mehr als je zuvor. Du hast mir erklärt, dass der neue Griff vor allen Dingen in puncto Balance einen Unterschied macht, dann in puncto Ergonomie und in puncto Reichweite. Vielleicht kannst du das einmal kurz erläutern. Stichwort Reichweite. Warum haben wir plötzlich dank des neuen Griffkonzepts mehr Reichweite? Ja, also bei diesem Griff auf dem gleichen Blank montiert, also zum Beispiel hier auf ein 10 Fuß, wenn ich jetzt hier diese Route, das alte Modell drüber halten, dadurch, dass man die Route, also die alte Route würde ich ungefähr so halten. Das heißt, ich gewinne hier gute 6, 7, 8 Zentimeter an Reichweite, was dann schon sehr viel in der Drift ausmacht. Also Reichweite ist das eine. Das andere ist halt das Gesamtgewicht von Rute und Rolle wird leichter oder man empfindet es als leichter, desto näher man die Rute an der Rolle trägt. Und all das
wurde möglich durch diesen neuen Rollhalter, der halt in einem neuartigen Verfahren hergestellt wird aus Carbonmatten. Der wird hand-molded, also das ist eine Mulde, wird per Hand ausgelegt und dann ja, ausgebacken. Und das ermöglicht halt sehr leichte Gewichte, eine schöne ergonomische Form, die jetzt übergeht in den Griff. Das heißt, das ist also in einem Schwung alles. Und außerdem hat er einen besseren Halt für die Rollen. Diese Schraube, die, wenn man die einmal zugedreht hat, die wird sich nicht mehr lösen, weil man nicht mit der Hand gegenkommt und auch keine Vibrationen. Beim Aluminium hat man halt auch die Vibrationen, die dazu tragen, dass die Schrauben sich lösen. Das hat man hier alles nicht. Außerdem haben wir uns gedacht, dieser Rollenhalter ist ja hohl innen drin, ne? Und bietet uns Platz, hier Gewichte reinzupacken. Kann man hier aufschrauben und dann wird mitgeliefert 3 Gewichte. Insgesamt 30 Gramm kann man reinpacken, um die perfekte Balance je nach Vorliebe oder nach Rolle dann anzupassen. Genau, also erstmals müsst ihr das Rollengewicht nicht mehr unbedingt passend zur Route wählen, um diese perfekte Balance herzustellen, sondern ihr habt die Möglichkeit, dank dieser Kontergewichte eigentlich jede Rolle auf dieser Route zu nutzen. Also das gibt einfach den Kunden noch mal mehr Spielraum, ihre Lieblingsrolle auf deiner Route Bob zu nutzen. Und das betrifft nicht nur Größe und Gewicht der Rolle, sondern erstmals auch die Möglichkeit, da hast du vor allen Dingen an die Wettkampfangler gedacht, also erstmals die Möglichkeit, eine semi-automatische Rolle nicht nur zu benutzen, sondern auch wirklich zu bedienen. Zu bedienen, ohne dass man die Hand verlassen muss. Bei der klassischen Route hat man dann oft so gefischt und wenn man den bedienen wollte, musste man umgreifen, um an den Hebel hier ranzukommen. Und das durch die Verkürzung, die insgesamte Verkürzung des Griffes und man sozusagen gezwungen ist, näher an der Rolle dran zu sein, hat sich das erledigt. Und das war die Grundidee bei diesem Griff, das angenehmer für diese Rollen zu machen. Und daraus hat sich halt ergeben oder haben wir festgestellt, dass das aber auch bei einer klassischen Rolle durchaus von Vorteil ist für die Reichweite, für die Balance der Route, für das gesamte Empfinden, wenn man die wirft, hat man halt weniger Schwingbewegungen in der Route. Das ist, denke ich, das, was man am meisten zurückbehalten kann. Und dann natürlich ganz wichtig, nochmal durch den kürzeren Griff hast du jetzt auch nochmal andere Möglichkeiten, Kontakt mit dem Fisch aufzunehmen. Du hast jetzt nicht mehr nur die Möglichkeit über den Zeigefinger Vibrationen im Blank, ob jetzt bei der Drift, für den Bodenkontakt oder beim Biss. Also es funktioniert nicht mehr alles nur über den Zeigefinger und den Blank, sondern du hast erstmals neben diesem Kontaktpunkt noch 2 weitere, nämlich einmal hier die Mulde und drittens durch das Carbonmaterial im Rollenhalter über den Handballen. Genau. Weil auch wenn man sehr kleine Hände hat, also das ist bewusst hier so klein gehalten, dass man minimal immer auf dem Rollenhalter aufliegt. Also das ist so gewollt dieses Mal. Und sehr kleine Hände können diesen Ausschnitt benutzen, um ihren Zeigefinger hier zu legen. Größere Hände kommen ohne Probleme vorne drauf und können dann entscheiden, ob sie zusätzlich noch den Daumen oder nur den Daumen hat. Für jeden was dabei. Und das war die Idee, dass wirklich für sämtliche Styles und Rollen, die es gibt im Euronymphen, die Route kompatibel ist. Ne? Ja, also wirklich nochmal ein Griffkonzept, wo du wirklich vieles mitgedacht hast. Viele Nächte, Ja, in puncto Ergonomie, in puncto Kontakt mit dem Blank. Also viele gute Ideen sind hier eingeflossen und das Grund genug, warum du, Bob, uns jetzt die Addiction vorstellst. Gerne. Jetzt geht es natürlich darum, wie performt die Addiction in der Praxis, das heißt, für welche Fischerei sind die einzelnen Modelle geeignet? Das schauen wir uns nochmal für euch im Einzelnen an. Deswegen schaut auch unbedingt diese Videos von uns an. Und damit, Bob, erstmal vielen Dank, dass du uns einen Überblick über die neuen, einzigartigen Features deiner Addiction gegeben hast. Ich bin mir sicher, auch hier werden wir die nächsten Jahre wieder viel Freude mit haben. Genauso ihr, checkt sie unbedingt aus. Die neue Addiction von Bob von Adams. Gerne. Danke, Alex.